Oh, da kommt ein ordentlicher Schauer auf uns zu. Es ist auch wieder ganz schön Wind angesagt. Eigentlich aber erst halt ab heute Nachmittag. Aber es zieht schon zu. Es ist 6:30 Uhr. Heute am 11. Mai. Es hat die ganze Nacht als geschüttet, gewindet. Und jetzt fängt es erst noch mal richtig an hier. 36 Knoten Wind. Ich kann nichts mehr sehen. Ballert immer noch. Das sind bestimmt schon wieder 55 Knoten Wind. Alter Falter. Riesenwelle. Noch immer, aber es scheint etwas nachzulassen. Die Anixi ist auf Drift gegangen, also sie hat es nicht gehalten, der Anker heute Nacht. Ich glaube, jetzt haben sie ein bisschen Kette reingeholt. Sie machen nach und nach die Bojen hoch. Das ist natürlich ätzend, erst musst du die Bojen abmachen, das Schiff auf Kurs halten. Aufpassen, dass du nicht auf so einem Bommi fährst. Versuchen den Anker zu heben. Ja, leider können wir nicht helfen. Wir kommen mit unserem Ding da nicht rüber. Wir haben den Anker wieder drinne. So schnell wie der Sturm gekommen ist, hat er sich auch wieder verzogen. Und es gibt einen herrlichen Sonnenuntergang. Tja, wie ihr seht, ist wieder die Klappe vom Motorraum auf. Wir haben nämlich ein Problem. Es ist folgendermaßen: Im Leerlauf läuft der Motor super. Man kann ihn hochdrehen bis auf 3200 Umdrehungen. Er läuft ruhig im Standgas. Er qualmt nicht. Also hört sich perfekt an. Aber sobald man einen Gang reinmacht, also der Motor unter Last läuft, kann ich kein Vollgas mehr geben. Also er geht dann bis 1400, 1500 Umdrehungen und mehr Gas kann man nicht geben. Und jetzt versuche ich das Problem zu finden. Also das Video kommt sicherlich erst, da habe ich das Problem schon gelöst, hoffentlich. Aber wenn ihr doch noch den einen oder anderen Tipp habt oder die Bemerkung, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich werde jetzt erstmal schauen, wie das aussieht mit dem überschüssigen Diesel, weil ich habe das Gefühl, dass die Pumpe zu viel Diesel wieder zurück in den Tank pumpt. Dazu werde ich den Überlaufschlauch abschrauben und das in den Kanister laufen lassen. Filter habe ich gewechselt, alle Filter sehen super aus, da kann es nicht dran liegen. Das ist die Menge an Diesel, die aus dem Überlaufschlauch herausläuft. Somit kein Problem. Ich habe den Filter gewechselt.
Ich habe jetzt die Leitung direkt vom Filter hier zur Pumpe abgemacht und habe direkt aus dem Kanister dort Sprit reinlaufen lassen. Es ist keine Änderung. Unter Last macht er keine vollen Drehzahlen. Guckt euch dieses Geburtstagsplätzchen an. Das ist der Wahnsinn. Also, auf dein Wohl, ne? Auf dein Wohl. Unser aller Wohl. Auf unser aller Wohl. Auf unser aller Wohl. Prost, 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 Prost. Das teure Zeug. Oh. Echt, liegen die Atmung eigentlich flacher? Ich glaube ja, im Vergleich zu dem, wie weit Michael schon ist. Aber Michael raucht am Tag 2 Zigaretten mehr, daran liegt das. Wir sind aufs Ergebnis gespannt. Da werden die Drinks gemischt Kokoswasser mit Anis und Tamarind. und Wasser. So, hier wurde schon für den nächsten Drink geerntet. Erstmal getestet. Okay, schmeckt nicht so richtig. Nee. Yeah, but it's so, Poland and Germany are so close, but the language is so different. Yeah, very different, very different. Jetzt hier Tee? No, we lived there for 3 years. Okay. I took a guess. This is all the trash A random guess. we can put in here, right? Wie ihr seht, sitzen wir hier einsam am Traumstrand zu Noras Geburtstag. Aber einsam war vorhin. Jetzt guckt euch das hier an. Keine Ahnung, wer das alles ist. Aber die sind alle. Aber haben wir nicht ein schönes Feuer und eine schöne Palme? Die ersten Gäste sind eingetroffen. Ich hab den Text doch noch nicht. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute für dich. Alles Liebe von ganzem Herzen wünschen wir dir feierlich. Alles Gute zum Geburtstag trinken wir heut auf dein Glück. Lass die Gläser hell erklingen, dieser Tag kommt nie zurück. Wir wünschen dir das Beste, schöne Tage im neuen Jahr. Recht viel Freude zum Wiegenfeste und Gesundheit, das ist doch klar. Super! Alles Gute. Bleib schön gesund und nur das Beste für dich. Komm rein. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Das ist ja eine Überraschung. Das war super. Zwei Eier gibt es. Nass. Ich gar nicht wissen.
Jetzt hat sie geil. Jetzt hab ich's erst. Jetzt hat sie es erst. Jetzt hat es. Also inklusive Montage muss man dazu sagen. Ihr müsst einfach sagen, wo ihr es hin haben wollt. Dann kann ich das Sakko noch montieren. Oh, hier so eine Fackel. Ein Must-Have in der Seglergemeinschaft. Wind Nordoststadtbahn 03. Wisst ihr euch die Motoren? Wirklich anders als man Wie ein Pfeif zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt. Wie ein Schleier staubt der Regen. Da kommt sie, unsere Kira. Soll ich mal an, was hier los ist? Und auf das ganze Gepäck ist da 2 Solarpanels, die Kira und ein Koffer. Wow! So, alles ins Ding gekriegt. Und es schwimmt noch. Und es schwimmt noch. Und die Kira packt den Geschenkkoffer aus. Kaffee. Oh, und Schokolade. Oh. Oh, schon wieder Weihnachten. Ich dachte, das ist hier bestimmt auch teuer. Ja, so ein Glas Nutella kostet hier 14 Euro. Oh, und Knoppers. Das ist gut für den Speck. Filter? Ah, Original Volvo Penta Filter. Erstes Frühstück auf der Limelight für Kira. Endlich essen, ich habe Hunger. Und eine super Abwechslung. Eine selbstgemachte Wurst von Waltraud und Bernd. Dankeschön dafür. Schmeckt's dir, Kira? Sehr lecker, super süß. Und super schmadderig. Die letzten Gambier Pampelmusen. Da geht's gleich mit der Kira die 4,5 Meilen ins Dorf. Kira macht gleich den Ausguck und beschützt die Limelight davor, dass wir auf ein Riff fahren. Hi, hi! Ich wollte euch mal wieder auf Stand bringen, was mit unserem Motor los ist. Ich sitze hier wieder vor unserem Motor. Ich habe also gestern an der Einspritzpumpe, an der Schraube für die Fördermenge, ein bisschen die Schraube reingedreht, sodass wir etwas mehr Drehzahl bekommen. Dann konnte ich plötzlich im Leerlauf bis auf 3200 Umdrehungen, so viel kann der Motor ab, den Motor hochdrehen. Und dann gab es plötzlich aus dem Auspuff einen schwarzen Schlamm. Also im Wasser war plötzlich so schwarzer Schlamm. Ich sag mal Ölablagerungen aus dem Abgassystem. Das Ganze 2-mal. Und danach lief der Motor sogar unter Last bis auf 1600 Umdrehungen. Also nicht das, was er normal macht. Also sonst fahren wir immer so mit 1800. Das ist unsere Marschfahrt, aber wir können auch schon 2300. Hat aber nur bis 1600 gedreht. So sind wir heute Morgen Anker aufgegangen, haben Segel gesetzt und dann nach einer Stunde den Motor wieder angemacht und dann war die gleiche Scheiße wie vorher. Nur noch 1200 Umdrehungen unter Last. Und wenn man die Ankerwinch betätigt, ging der Motor rapide nach unten, auch im Leerlauf, rapide nach unten. Klar, weil es ist ja auch eine Last, die Lichtmaschine muss ja dann voll arbeiten. Ich vermute jetzt, es liegt am Abgassystem. Es ist irgendwo verstopft. Kurz mal freigepustet, dann wieder verstopft. Und jetzt versuche ich, das Abgassystem auseinanderzubauen.
Wir sind nämlich hier mitten auf dem Atoll in der Südsee und es gibt keinen, der hier helfen kann. Den Abgaskrümmer habe ich raus, aber also der kann nicht verstopfen. Sieht zwar nicht mehr so gut aus und da habe ich ja Gott sei Dank auch einen neuen, den werde ich dann da einbauen. Aber daran liegt es nicht, der Leistungsverlust. In Chiapas hatten wir uns ja schon einen neuen Abgaskrümmer gekauft, der aber zu spät kam, deswegen haben wir den alten wieder fit gemacht. Aber jetzt baue ich hier den neuen Abgaskrümmer rein. Das löst zwar unser Problem nicht, aber sieht schön aus. Tja, was soll ich euch sagen? Heute Morgen ist der Motor noch mal ganz kurz angesprungen und dann mit der Drehzahl immer weiter runtergegangen, bis er ausgegangen ist. Und jetzt springt das Ding nicht mehr an. Ich bin am Ende meines Lateins. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll. Aber ihr werdet sehen, wie es weitergeht. Und unsere Kira, die verbringt ihren schönen kurzen Urlaub bei uns im Arbeitslager. Sie versucht, die Solaranlage zu lösen, mit dem Kleber abzulösen. Was machen denn die Mädels da? Juppidei und Juppidei. Die alte Solarpaneele ist ab. Jetzt wird das ein bisschen sauber gemacht und dann kommt die neue da drauf. Und dann morgendliches Schwimmen und nochmal den Anker abtauchen. Weil wir sind noch am Überlegen, ob wir jetzt für den etwas stärkeren Südostwind an die Pier gehen, ob wir hier liegen bleiben. Also der Ankergrund ist hier nicht der beste. Ich glaube, wir gehen an die Pier. Unser Plan ist jetzt da vorne wieder an die Pier zu gehen, wo wir schon mal waren. Wir haben leider keinen Motor. Deswegen ist jetzt hier alles schon vorbereitet. Der Hakko ist schon an Bord. Der wird die Limelight mit dem Dinghy schieben. Der Michael steuert und die Kira sitzt im anderen Dinghy als Bremse. Also falls die Bremse notwendig sein sollte, bremst sie dann die Limelight. Vorher holen wir den Anker mit Hand hoch. Ah ja, den Anker, den müssen wir natürlich heben. Wir haben keinen Motor, aber da hinten, da ist das der Anixi-Generator. Der soll dafür sorgen, dass unsere Ankerwinch da vorne funktioniert. Es geht los. Mal gucken, ob alles klappt. Wir heben den Anker. Okay. Hört sich gut an. So, die Limelight hat zwei Motoren. Ein Motor ist da, also der Motorsteuerer, und der andere da. Und der Captain, der muss sich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil hier ist die Anixi, und da vorne ist die Kaimauer. Ah, das sieht gut aus. So, wir liegen an der Piermauer, es hat super funktioniert und wir haben auch Zuschauer. Yay! Yeah! Ah, yes! Die Vorbereitungen sind im Gange. Wir müssen die Limelight verschieben. Das Versorgungsschiff kommt morgen, obwohl es erst vor ein paar Tagen da war. Und da können wir hier nicht liegen bleiben und müssen sie weiter rüber an die Pier ziehen. Ja, die können die Pier. Doch, was ist das? Die Klappe, die Klappe. Und halt fest damit. Jawohl, pass auf, da ist Zug drauf. Ja, genau, auf die. Der muss ja schon mal üben. Sie liegt. Vorbereitung für morgen erledigt.
ohie Motua tia watapiria e oe Wati whai atu i tō te ao nei ori here Te teipe o te ai a Urotu ma oie Motua tia watapiria e oe Wati whai atu i tō te ao nei ori here Leute, ihr glaubt es gar nicht, es ist der Wahnsinn. Wir haben innerhalb von 4 Tagen hier nach Französisch-Polynesien unsere Einspritzpumpe bekommen. Danke an alle, die daran beteiligt waren, dass die hierher kommt. Das war der Jakob, der ist 16 Stunden mit seiner Freundin im Auto gefahren, hat sie von Ingelheim nach Berlin gebracht. Das war Dirk, der hat mir einen Freund vermittelt, der hierher geflogen ist, der Udo, der hat die mit in den Flieger genommen und hat sie in Tahiti zum Logistikschalter gebracht und heute Morgen um 8 Uhr war die Pumpe hier in Makemo. Absoluter Wahnsinn. Danke nochmal an alle. Jetzt muss die alte Pumpe dort raus, die neue eingebaut werden, einmal den Starterknopf gedreht und das Ding läuft. Das ist die alte Pumpe, ausgebaut und das ist die neue Pumpe. Sieht identisch aus, ist geprüft und auch alles versiegelt. Ja, leider ist der Motor nicht angesprungen. Wir haben überall Diesel, haben alles entlüftet. Jetzt haben wir uns eine Einspritzdüse angeguckt. Und leider ist die Düse jetzt nicht mehr dicht. Die Pumpe ist eingebaut. Wir haben jetzt auch alles dicht gekriegt. Der Motor ist leider immer noch nicht angesprungen. Aber lag wahrscheinlich jetzt auch daran, dass die Batterie leer war. Jetzt müssen wir morgen warten, bis die Sonne die wieder auflädt oder der Hakko kommt mit seinem Generator und wir laden die Batterie. Und dann hoffen wir, dass er morgen endlich anspringt. Drückt uns die Daumen. Motorreparatur. Teil 5. No, Teil, keine Ahnung. 29.05. Der Motor lief gerade oder läuft auch, aber er spricht überhaupt nicht aufs Gas drauf an. Und jetzt haben wir festgestellt, dass da hinten die hinteren beiden Einspritzdüsen, wenn man da oben die Leitung abmacht, verändert sich überhaupt nichts an der Drehzahl des Motors. Jetzt vermuten wir, dass da hinten die beiden Einspritzdüsen irgendein Problem haben. Die bauen wir jetzt aus. Der Wind hat sich gedreht und die Leimleit wird gegen die Pier gedrückt. Jetzt werden wir den Zweitanker ausbringen und uns hinten weiter festmachen, damit wir nicht noch weiter gegen die Wand gedrückt werden. Der Anker wird ausgebracht und jetzt werden wir mit Hilfe des Ankers uns weiter von der Pier wegziehen. Ist schon ziemlich eng. Das müssen wir ändern. Kann man nicht weg. Hauptsache der Anker ist gleich hier vorne. Passiert nichts. Passiert noch nichts. Passiert noch nichts? Nein, es passiert noch nichts. Hakko wird uns jetzt mit seinem Dingi versuchen, von der Wand wegzuziehen. Ich glaube, ist gut. Wasser kocht. Gut, gut!
Tag 3 der Motor-Odyssee. 3 Einspritzdüsen haben wir auseinandergebaut. Jetzt ist die 4. dran. Oh, das ist das Wunderwerk. Sockt nebenher. Ja. Sockt hier komplett nebenher und der muss eigentlich da vorne rausnehmen. Ja, also ist da vorne zu. Ja, genau. Und das ist das Problem. Jetzt macht der Michael die kleinen Löcher in der Einspritzdüse sauber. Es hat bei einer schon gut funktioniert. Aber die Nadeln, die wir haben, sind alle etwas zu groß. Also ich glaube, ich kann so nie arbeiten. Sieht das bei mir auch so doof aus wie bei dir? Jetzt versucht Frau Doktor ihr Glück. Vorne die Löcher in der Einspritzdüse freizukriegen. Also wir wissen nicht, ob sie zu sind, wir vermuten es nicht. Ja. Tag 3 der Odyssee. Hey! Mach mal neutral und gib mal ein bisschen Gas und dann ist das wieder weg. Ja. Super! Aber eine Einspritzdüse ist nicht wichtig. Eine Einspritzdüse ist nicht wichtig. Okay? Gut. Auf. Die sockt da ganz gewaltig Auf jeden Fall läuft da. Problem ist beim ersten Zylinder die Einspritzdüse, die ist nicht richtig dicht. Und da war auch von Anfang an ein Fuschsystem, um die zu befestigen. Da müssen wir jetzt noch mal rein. Ja, der Motor läuft! Hey! Und so strahlt der Michael! Oh! Kann man auch. Ah, sie strahlt auch ein bisschen. Ja, sie ist glücklich. Ah. Neben den ganzen Motorreparaturen wird jetzt hier auch noch ein nettes Geburtstagsgeschenk angebracht. Zuschauer haben wir auch. Aha. Hallo? So, Annette, was sagst du? Super toll! Hervorragend. Warte. Tarawani na mu toroto, iriti ia mai.